Hier, die Macarons, die hatte ich gestern schon gebacken, damit ich welche habe für die Füllungen, die wir gleich machen. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Schön, dich zu sehen. Ja, wir machen heute 3 Füllungen für Macarons, und zwar meine absoluten Favoriten: Nougat Ganache, Pistazien Ganache und Himbeer Ganache. Ja, und den Nougat für die Nougat Ganache, den machen wir auch selber. Legen wir los, machen wir 3 richtig leckere Füllungen für Macarons. Ja, ganz kurz als erstes noch: Hier unterhalb vom Video in der Infobox bzw. in der Zeitleiste vom Video habe ich Sprungmarken direkt zu den einzelnen Rezeptschritten gesetzt. Ja, fangen wir mit dem Mandelnougat an. Dafür röste ich mir hier 150 Gramm ganze Mandeln mit Haut für 8 bis 10 Minuten. Wenn die Mandeln anfangen aufzuplatzen, also wenn es anfängt zu knistern, dann sind sie fertig und können weiterverarbeitet werden. Und dafür kommen die in den Mixer und werden dann erstmal fein gemahlen. Anschließend werden die gemahlenen Mandeln mit 150 Gramm Puderzucker gemischt und werden dann wieder gemahlen, und zwar so lange, bis das Öl aus den Mandeln austritt und aus Mandeln und Puderzucker eine feine Paste wird. Ja, die kurze Pause möchte ich mal eben ganz geschwind nutzen, um mich schon mal recht herzlich bei dir fürs Einschalten zu bedanken. Wenn du den Kanal Nico Stanizok noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du den Kanal Nico Stanizok abonnierst. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass sich hier unterhalb vom Video in der Infobox sämtliche Links befinden für die ganzen Rezepte, die wir heute behandeln, auf meine Macaron-Webseite, eben mein Macaron. Und da ist auch nochmal der Link zu meinem Macaron-Video hier bei YouTube. Ja, falls du noch keine Macarons gebacken hast, dann ist das ein richtig guter Einstieg dazu. So, und jetzt machen wir aber hier mit dem Mandelnougat weiter. Ja, anschließend können wir uns ein Wasserbad vorbereiten und 200 Gramm Zartbitterkuvertüre mit 70% Kakaoanteil auflösen. Ja, wenn die Kuvertüre in ca. 5 bis 6 Minuten aufgelöst ist, dann rühren wir 100 Gramm weiche Butter ein. Dann geben wir die Mandelpaste dazu, rühren die ebenfalls ein und fertig ist unser Mandelnougat. Sieht das nicht herrlich aus? Also das musst du dir jetzt ganz angucken, wie hier dieses Mandelnougat schön in die Form abgefüllt wird. Ja, dann können wir den Mandelnougat auch schon für mindestens 2 Stunden kühl stellen. Ja, als nächstes machen wir eine aufgeschlagene, super cremige Himbeerganache. Ja, dafür gebe ich hier 100 Gramm gefrorene Himbeeren in den Topf. Dann werden die einmal aufgekocht und anschließend streichen wir die durch ein Sieb, um die Kerne zu entfernen. Also ich mag die zumindest nicht da drin haben.
Ja, dann können wir schon 150 Gramm weiße Kuvertüre über einem Wasserbad auflösen. Ich meine, wer das machen möchte, der kann die natürlich auch in der Mikrowelle auflösen. Und das geht natürlich auch. Ja, die aufgelöste Kuvertüre schön glatt rühren, das Himbeermark dazugeben. Dann verrühren wir das beides miteinander. Anschließend rühren wir noch 50 Gramm frische Sahne ein. Und das ist jetzt wirklich wichtig, also du brauchst einen Mixstab, mit dem du die Ganache dann nochmal richtig schön durchmixen kannst, um das Ganze wirklich auch miteinander zu verbinden. Und das gibt dann eine wirklich richtig wunderbare glatte Ganache. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt 100% nötig, aber es macht das Ergebnis wirklich wesentlich besser. Ja, dann ist die Himbeerganache soweit auch schon fertig und wir können die erstmal für 4 Stunden in den Kühlschrank stellen, bevor wir sie dann in einem nächsten Schritt aufschlagen mit dem Anmixgerät. Das kommt dann am Ende vom Video, kurz bevor die Macarons gefüllt werden. Ja, und bis das soweit ist, machen wir erstmal die Nougat-Ganache fertig. Den Nougat haben wir ja schon selber gemacht. Und von dem brauchen wir 125 Gramm, den schneide ich hier ein bisschen klein. Dann geben wir den in eine Schüssel. Dann kommen 100 Gramm Zartbitterkuvertüre dazu mit 70% Kakaoanteil. Ich verwende hier solche Drops. Wenn du die nicht bekommst oder verwenden möchtest, dann müsstest du die Kuvertüre halt vorher ein bisschen klein hacken, damit die sich einfach besser auflösen lässt. Ne? Danach werden 140 Gramm Sahne aufgekocht. Und dann gießen wir die über den Nougat und die Kuvertüre. Ja, dann warten wir 2-3 Minuten. In der Zeit löst sich die Kuvertüre und das Nougat auf. Dann können wir das schön miteinander verrühren. Dann kommen 60 Gramm weiche Butter dazu. Die verrühren wir dann ebenfalls. Ja, und jetzt kommt wieder der Mixstab zum Einsatz, um das Ganze wirklich miteinander zu verbinden. Also ich kann wirklich empfehlen, wer noch keinen Mixstab hat, und das ist eine Anschaffung, die sich wirklich lohnt, also nicht nur zum Ganache machen. Ich wüsste ja gar nicht, was ich ohne Mixstab mache. Ja, wenn wir die Zutaten dann also alle richtig schön durchgemixt haben, dann ist unsere Mandel-Nougat-Ganache auch schon fertig. Wir können sie abdecken und für 2 Stunden mindestens in den Kühlschrank stellen, bevor wir sie weiterverwenden. Ja, kommen wir zu meinem absoluten Top-Favoriten. Ich glaube, das geht vielen so. Der Pistazien-Ganache. Ich habe hier 100 Gramm geröstete, ungesalzene Pistazien. Ja, dafür brauchen wir 100 Gramm Pistazien. Ich weiß, Pistazien sind ziemlich teuer. Eine recht günstige Alternative ist es, sich einfach die Mühe zu machen, die gerösteten Pistazien aus der Schale zu brechen und die zu verwenden. Ich habe das mal ausprobiert. Das hat nur 15 Minuten gedauert, bis ich die 100 Gramm zusammen hatte. Also das spart allerdings jede Menge Geld. Ja, die Pistazien mahlen wir in jedem Fall ganz fein. Und dann kommen die zusammen mit 150 Gramm Sahne in einen Topf. Und dann kochen wir das einmal auf. Ja, bis die Sahne kocht, geben wir noch schnell 170 Gramm weiße Kuvertüre in eine Schüssel. Dann können wir unsere Pistazienmasse darüber gießen und warten 3-4 Minuten, bis die weiße Kuvertüre weich genug ist. Ja, dann kommt wieder eins meiner absoluten Lieblingsküchengeräte zum Einsatz, der Mixstab. Ja, und damit mixen wir Sahne, Pistazien und die weiße Kuvertüre zu einer richtig leckeren, cremigen Pistazienganache. Sieht das cremig aus? Guck mal, wie cremig die jetzt da rausläuft. Ja, und auch die Ganache decken wir wieder ab und stellen die für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank, bevor wir sie weiterverwenden. Ja, kommen wir zur aufgeschlagenen Himbeerganache. Die können wir jetzt fertigstellen.
Dafür müssen wir die einfach nur mit dem Handmixgerät ordentlich aufschlagen. Und dann kann man die entweder gleich verwenden, den Spritzbeutel abfüllen und dann eben in Macarons füllen oder wieder kalt stellen. Das Aufschlagen ist übrigens eine super Sache, falls du mal eine Ganache gemacht hast und die ist zu weich. Die Ganache dann einfach mit dem Handmixgerät aufschlagen, richtig cremig, und dann aber wieder kalt stellen für 2 bis 4 Stunden und dann wird die normalerweise so fest, dass man sie verwenden kann. Ja, und wenn die Himbeerganache dann so richtig cremig aufgeschlagen ist, dann oh, so lecker. Ja, das war jetzt die etwas abgekürzte Version. Nach dem Füllen müssen die Macarons erst noch für 24 Stunden reifen und dafür geben wir die in so eine luftdicht verschließende Box und dann kommen die in den Kühlschrank. Und ja, nach der Zeit, wenn die Macarons gereift sind und du möchtest deine Macarons dann endlich genießen, nimm sie bitte eine halbe Stunde bis 1 Stunde vorher raus, damit die Ganache wieder weich wird, denn die ist natürlich im Kühlschrank jetzt dann relativ fest geworden. So. Aber dann, oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss schnell machen. Ich brauche ganz dringend einen Macaron. Ja, das gesagt. Ich hoffe, dir hat meine kleine Anleitung gefallen, wie man diese 3 Ganache macht. Dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Ja, auch freuen würde ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du den Kanal Nico Stanizow noch nicht abonnierst, dann weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt den roten Button da unten drückst und den Kanal Nico Stanizow abonnierst. Das gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Ganache machen gehen und Macarons.